16 Angler. Let's go. 8 Boote. Feuer frei. Spektakuläre Artenvielfalt. Das ist Angeln in Norwegen. Giganten, die alles fordern. Pulling line, Mario. Kescher auf jeden Fall. Und ein Pokal. Der YPC Salt wird präsentiert von Kingfisher Reisen, Ihr Partner für anspruchsvolle Angelreisen. Hearty Rice, feel the difference. Und die Anglerschmiede. Angelschein einfach online machen. Hallo liebe YPC Salt Zuschauer und herzlich willkommen zum Finale. Der Vormittag lief für alle Teams halbwegs nach Plan. Wir gucken ganz kurz auf die Tabelle. Savage Gear ist vorne, hat bis dato den größten Köhler in der Wertung und nur noch den Heilbutt offen. Dicht dahinter folgt Nace, die mit den bisher einzigen Meterdorsch punkten und neben dem Butt auch noch die Bonuspunkte holen können. Westin und B1 haben je 2 Zielfische auf der Habenseite. Insgesamt lässt sich festhalten, ein Heilbutt kann hier den Titel bringen, denn es ist völlig ungewiss, ob heute überhaupt Butt gefangen wird und falls ja, wie viele. Fabi und Christian jedenfalls haben diesen Zielfisch nun voll im Visier. Wir sind jetzt hier erstmal in die Sandbucht gefahren und angeln jetzt auf Heilbutt. Das ist gerade so, dass wir noch ein bisschen Wind haben. Von der Prognose her ist es so, dass es jetzt noch ein bisschen windiger sein soll. Dadurch treiben wir natürlich ein bisschen besser, angeln mehr Strecke ab und gerade passt auch die Tide ganz gut. Deswegen haben wir uns das entschieden. Wir versuchen erstmal einen Butt zu fangen. Falls wir den kriegen sollten, in einer guten Größe, würden wir versuchen, die anderen Fischarten nochmal abzugraden. Und ansonsten versuchen wir jetzt erstmal hier möglichst großen Fisch zu fangen oder beziehungsweise überhaupt erstmal einen zu fangen. It could be giving us a little bit less stress Yes, if we catch a halibut. exactly. This could be enough if we get a halibut. I got another fish. Oh, That is a cod again. yes, it's smaller. Smaller, okay. Kein Wertungsfisch. Aber hat auf jeden Fall Bock auf mich gehabt. Sich den Stinger da reingedödelt. Aber den werden wir da ganz charmant versuchen abzuhaken. So. Gar nicht erst berühren ist das Beste, was so einem Fisch passieren kann. Jetzt würde ich allerdings gerne zumindest einmal wieder zum Boden runterkommen. Das wäre ganz nett. Außer ein Heilbutt frisst auf dem Weg runter. Das finde ich dann wiederum okay. Puh, war ein Stress hier. Ich meine, was natürlich uns sehr helfen könnte, also kurz zu unserer Taktik. Wir haben so ein bisschen das Thema, wir wissen, dass die wirklich großen Seelachse und Dorsche und die Chance auf 1,10 Meter, 1,20 Meter bei beiden offshore sozusagen besteht. Das Problem ist, wir fahren von hier 20 Minuten dahin. Das sind sozusagen 20 Minuten, die wir, also hin und zurück 40 Minuten, die wir mit Bootsfahren ohne Köder im Wasser verschwenden. Und je länger wir kein Heilbutt bekommen, desto blöder wird unsere Situation, weil die Heilbuttspots sind hier in der Gegend, in diesen 40 Minuten Fahrtweg eben. Und eigentlich war der Plan, wir kriegen jetzt hier relativ schnell einen Heilbutt und fahren dann raus und dann gucken wir einfach, was das Größte an Dorsch und Seelachs ist, was wir bekommen. Aber wir haben hier drinnen auch noch ein paar Spots, wo wir Seelachse, ich hatte vor 2 Tagen oder 3 Tagen beim Heilbuttangeln haben wir eine Kante abgefischt und beim Reinkurbeln hatte ich einen Seelachs, wir hatten die Kamera drauf, die Escape Cam, einen Seelachs drauf, der sich die 400 Gramm Crazy Daisy inhaliert hat. Der muss also irgendwo an einen Meter rangegangen sein und ich hatte hier auch einen 95er Dorsch im Fjord drinnen. Also da sind schon auch gute Fische. Ich weiß eben nur nicht, ob das reichen würde. Aber deswegen, wir sind so ein bisschen in dem Zwiespalt. Eigentlich würden wir gern raus, aber es ist halt schon sehr viel Fahrzeit, die wir dafür investieren würden, wenn wir nochmal zurückkommen müssen. Deswegen, das macht es so ein bisschen interessant gerade. Dorsch müssen wir eigentlich nicht upgraden, nur Seelachs. Ja. Dorsch wäre schön, aber so 1,10 Meter ist realistisch, aber der Seelachs ist wichtig, darum wir den meisten Punkt holen jetzt. Ja. Und den Lump und Seelachs. Ja. Kommen sehr gut mit der Drift genau über die dicken Fische rüber. Da sind solche Monster da unten. Am Grund? Oder? Ja, am Grund, aber auch weiter drüber. Bis 45 Meter große Seelachse. Hättest du Bock auf einen 2 Meter Heilbutt, der hier als Beifang kommt? Ob ich da Bock drauf hätte? Ja. Ja. Wieso? Einer? Ist da einer oder was? Hast du einen Ja, dran? das ist der Grund, warum ich die Route hier habe. Ja. Das könnte ein Lump sein. Das ist ein Lump, glaubst du? Ja, am Grund geschliert. Hat er den aufgelesen. Dafür macht er jetzt wenig. Das ist ein Lump, sagst du? Das ist ein richtiger Turnierlump, ja. Hä? Das ist ein Tournament-Lump.
Lump, lump, lump. Yes! Hol ihn rein! Hol ihn rein! Ja, der Lump ist da. Auf die Lumpmontage hier mit dem Raven hinten drauf. Schwerer Pilker, um durch die Anna durchzukommen. Ich hab mich noch nie in meinem Leben so über einen Lump gefreut. Das stimmt nicht ganz. Der ist ein hervorragender Speisefisch und Freddy macht uns da schöne Frikadellen für den Rückflug draus. Die machen wir schön eine Tupperdose im Flieger auf dann mit Lumpbuletten. Das ist aber kein Seelachs, glaube ich. Oder? Ein Seelachs. Wie bestellt. Wir messen den jetzt mal schnell. Einfach pro forma. Aber ich glaube, dass er uns insgesamt noch nicht viel helfen wird. Einmal pro forma 63. Kleiner, da geht noch deutlich mehr. Auch da wollen wir über die 90 kommen und wir wissen, die sind hier. Von daher schnell zurück mit dem Guten. Da seht ihr, wie die Seelachse, die kleinen, meiner Crazy Daisy hinterher geschwommen sind. Also hier habe ich angefangen, sie hochzukurbeln. Sind alle mitgekommen, habe ich sie wieder runtergelassen, habe sie wieder hochgekurbelt, sind alle wieder mitgekommen und dann wieder runtergegangen. Also Futterfisch ist da. Ich denke mal, es sind Seelachse, weil ich glaube, Sandaale würden nicht auf die Daisy reagieren. Very small coalfish, which was unfortunately, Oh, beautiful baitfish. yes, this would have been so good. I can hear another boat coming. Yep, It is probably Roman. yep. Ja, 82, ey, das ist 10 Punkte zu wenig mindestens, 15 Punkte zu wenig. Das ist nicht gut. Eigentlich brauchen wir einen großen. Dorsch haben wir einen guten. Der macht so ein bisschen wieder weg, ne? Ja, aber das hilft alleine auch nicht. Nee, eigentlich, also jetzt, da muss ein großer Heilbutt beißen. Da müssen wir erst einen kleinen holen und dann tatsächlich entweder Seelachs fischen oder nochmal Heilbutt fischen. Ja, Also auf große Heilbutt. Wir haben ja noch so eine Plateauspitze direkt hier vorne. ja. Die werden ja da nicht anders beißen als hier die Seelachse. Nee, das glaube ich auch nicht. Dorsch? Ich glaube ja. Keine Verbesserung mehr für uns, aber auch wieder ein schöner Dorsch. Come on, Halibut Master. Get one. Fuck him up, eh? Mate. Fuck him up. Sometimes I wonder, Why? I wonder how. Yesterday you told me about the blue. yeah, that's true, Okay. how other people do it. If I'm just doing things in a certain way and other people do it in another way. I think that's one of the dangerous things with Freddy and the Nace team in general, that they know very well how to reproduce patterns, I think. Yep. And it feels to me like they have figured out a pattern. And that's why I'm very scared that, or I assume that it will not be an option to not have a halibut No. if you want to win. Because they are just like so skilled, they will figure out a way to catch a halibut. But what I like today is we are a bit more versatile today. Yep. Like we tried some casting, now we do the drifting, bit deeper, bit shallower, like Yeah. we need to get that training mojo back. Go to like one spot and be like, oh, let's fish here for 10 minutes. Woot. Yes. Slurpy derpy. Marius befürchtet, dass Freddy und Christoph ihren Heilbutt bekommen werden. Und es scheint so, als würden wir darüber vielleicht bald mehr wissen. Das ist wild. Was machen wir? Heilbutt? Tja, müssen wir, ne? Würde ich auch sagen. Ja. Heilbutt, bis wir ihn haben und dann kommen wir hierher nochmal zurück. Fischen nochmal auf Seelachs und graden dann den Butt auf. So würde ich es, glaube ich, machen jetzt. Oder? Ja, können wir so machen. Ja, der Butt macht es uns echt einfach nicht leicht. Haben jetzt wirklich eine lange Drift gemacht, entlang einiger Kanten, durch ein paar tiefe Löcher durch. Alles mega geil, aber noch keine Aktion. Dass das so eingegrattelt wird mit denen. Eieiei.
Lass mal andere Area fahren. Hier ist Zu viel kleiner. Aber wir haben jetzt hier eine Ecke erwischt, wo nur mittlere Größen unterwegs sind. Wir fahren jetzt noch mal an eine andere Ecke vom Seelachsschwarm. Ein bisschen tiefer vielleicht noch, dass wir so über 140, 150 Meter sind. Weil hier die Dinger aus der Tiefe holen, das macht nicht so richtig viel Spaß. Und ansonsten, wenn das jetzt hier in der nächsten, Dorsch ging ja schnell, halben Stunde, nichts wird, würde ich sagen, blasen wir einmal raus zum Seelachsberg, oder? Ja. Weil da war die Durchschnittsgröße ja super. Da haben wir locker 80er gefangen, 90er ist das, was wir uns vorgenommen haben. Und ja, schauen wir mal, was wird. Don't hurt me no more. Jetzt sind wir auf der Heilbutt-Ecke. Der Platz hat mir einen 1,40er gebracht in der Vorrunde. Drückt uns die Daumen, dass wir noch mal so ein Ding rauskacheln hier. Wir sind genau drauf auf den GPS-Punkten, sind auf 15 Meter Drift, 20 Meter Drift, dann sind wir auf dem Punkt drauf, wo der große Fisch gebissen hat. Wir brauchen ihn so dringend, den Heilbutt. Und da werden wir jetzt viel Zeit reinstecken. Denn ohne den haben wir keine Chance zu gewinnen. Ich bin mir noch unsicher, ob Seelachs Freund oder Feind ist. Eigentlich sind die ganz witzig, aber jetzt gerade machen sie es unnötig spannend. Wir waren gerade mal an unserem Top-Seelachs-Spot. Der hat top gefloppt. Da haben wir uns vor 2 Tagen wirklich unfassbar besackt. Sind Kilometer gedriftet und ablassen, hochholen, jedes Mal. Hier haben wir sie auf jeden Fall wieder gefunden, auch über tieferem Wasser. Das ist gut. Heute war das Ding fischleer. Ein paar Dorsche da, aber keinen einzigen Seelachs gesehen. Deswegen wieder zurück zur alter Wirkungsstätte hier am Dorschspot, wo wir auch rein zufällig die Seelachse gefunden haben. Und ja, gucken mal, ob wir jetzt hier einen ordentlichen rausgepult kriegen. Schön wieder runter, ey. Das schmeckt. So. Ja, die stehen schön tief. Das könnte für bessere Fische sprechen. Schauen wir mal. Oh, that's Collies. That's what I told you. They are already coming up. Good fish? No, Okay, cool. this is not a big one. And I lost it. And I had a new one. Ja, got one. So, da ist der erste Seelachs für die Wertung, aber es wird höchstwahrscheinlich keiner sein, der da so wahnsinnig lange drinnen bleibt, hoffentlich. Da hatten wir schon bedeutend größere in der Gruppenphase. Ja, das sind so diese Standardfische hier im Fjord drinnen. So. Okay, jetzt schauen wir mal, wie viele Punkte das sind. 64,5. 65 Punkte bringt uns dieser schöne Seelachs. So muss das, aber ich denke, wie gesagt, nicht, dass die drinnen bleiben. Weiter geht's. So ein kräftiger Dorsch, oder? Ja, obwohl, könnte auch ein kleiner Butt sein, Christian. Ich komme. Warte mal. Nee, das ist ein Seelachs. Hier? Wo kommt ein Seelachs hierher? Gibt's ja gar nicht. Beim Buttangeln Seelachs. So. Deswegen hat er sich so komisch angefühlt, weißt du, weil er so genickt hat, ne? Nicht wie so typischen Dorsch. Verrückt, ne? Meter noch. Dabei hilft die mehrfarbige Schnur auch. Das wird wahrscheinlich kein Wertungsfisch sein, weil ich denke, es ist ein kleiner Dorsch. Ich drehe Dorsch. Wir werden hier auf jeden Fall wegfahren, weil wären da größere Fische gewesen, kommen normalerweise immer recht schnell und wir haben einfach nicht die Zeit aktuell jetzt da eine Stunde den Schwarm zu bedriften, bis irgendwie mal größere Seelachsboys durchkommen. Oder Girls. Es ist ein Seelachsinger, aber könnte ein Upgrade sein.
ist ein Upgrade und zwar, was sind das dann? Warte mal. Also 73, oder? Ja, 73er Seelachs, auch wieder Kategorie. Wird nicht auf dem Scoreboard bleiben, hoffentlich. Aber man nimmt, was man kriegt. Sehr schön. Nun haben auch B1 und Westin ihre Köhler in der Wertung, allerdings noch 1 bis 2 Nummern kleiner als die Konkurrenz. Die beiden Spitzenteams nehmen Kurs auf den Butt und haben dafür dasselbe Revier im Sinn. Ah, sehr gut. Ach shit, das ist einfach gut. Das ist nice. Die gingen auf unsere Kante. Da haben wir schon einmal lang gedriftet. So, GPS-Punkt liegt gleich raus, Christoph. Bootspitze sogar links leicht. Okay. Dass du Bescheid weißt, ich lasse so driften Ja, jetzt. ja, ist gut. Bremse schön wieder dicht drehen. Die beißen gut. Auf voller Wurfweite hat es geknallt. So, da drüben ist Team Nace. Freddy und Christoph wissen natürlich auch, wo die Butts liegen. Genau, wo die jetzt sind. Da haben wir gestern nach 10 Minuten eingefangen. Also ich bin mir ziemlich sicher, hier liegen die Butts und hier können wir einfangen. Wir machen hier das klassische Wurfangeln auf Butt. Ich habe ja hier so einen Heringsschett, den schmeiße ich raus und drehe den Köder langsam zum Boot wieder zurück. Plattfische können ja nicht nach unten gucken, die liegen immer auf dem Boden, die Augen nach oben. Und wenn der Köder dann oberhalb von dem Kopf ist, dann ist das in ihrem Sichtfeld, dann kommen die hoch und attackieren den. Manchmal ist das direkt hier oben an der Wasseroberfläche. Also einfach ganz normal klassisch auswerfen und dann ziehen wir den Köder ganz langsam wieder zurück zum Boot. Am besten funktioniert das natürlich halt in der Abdrift. Da ist das dann so, dass man den Köder auch immer schön unter Druck ziehen kann. Der arbeitet ein bisschen aktiver als in der Andrift. Und da braucht man auch gar nicht so ein schweres Material verwenden. Hier ist es ja, gerade so um die 10 Meter tief. Wo soll er denn hin? Na, deswegen, es kann halt sein, dass es mal ein bisschen länger dauert. Aber tendenziell zu diesem Wurfangeln empfehle ich nicht so schweres Gerät, weil man muss das ja wirklich den ganzen Tag handeln. Man muss den ganzen Tag damit arbeiten, werfen. Und da denke ich mal, ist das so schon ganz in Ordnung. Ich komme uns nicht da auf meinen GPS-Punkt. Den möchte ich haben, den Punkt. Möglichst bei der ersten Drift. Dorsch. Ne, Halbut. Halbut. Auf dem GPS-Punkt. Dritter Wurf. Herr Christoph. War das geil? Das war gut. Hat gut gemacht, oder? Hast du gut gemacht. Ist gar nicht so klein, ja. Ah, ist auch kein großer. Nee, ist ein kleinerer Fisch, glaube ich. Jetzt haben wir den Jungs mal gezeigt, wie es geht. Geil, Christoph, oder? Das ist saugeil. Auf dem Spot, Alter, das ist so krass, ey. Ja, da kommt noch einer, 100%ig. Ja, klar kommt noch einer. Wobei, mal gucken, Mein wie. Haken nicht so eindeutig. Muss dann maßiger sein vom Drill her. Aber auch nur knapp. Ja, der ist maßig. Der geht noch mal runter, glaube ich. Ja, pass auf mit dem Driftzack dann. Soll ich versuchen einzuhaken oder sollen wir ihn gehen lassen nochmal? Du. Bitte gleich rein. Freddy?
Da siehst du? Da. Naja, haben sie einen, aber einen kleinen. War kein großer. Nee. So, den habe ich gerade abgemacht. Erster Wurf mit dem Venom. Und da ist der Butt. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Drift angesetzt, 4 Würfe. Wir wissen genau, wo sie liegen. Haben wir im Training haben wir sie auch hier gehabt und im Wettkampf letztes Mal auch. Von daher, das hat mal geklappt. Und zwar Lupen rein. 92. 92? Ja. Komm mal vorne bitte, dass wir dran sind. Den würden wir auch erstmal nehmen. Hä? Den würden wir auch erstmal nehmen. Ja, ja, klar. Das ging schnell. Kann man nicht anders sagen, ja. Marius hat recht behalten. Team Nace kann das Erfolgsmuster aus der Gruppenphase reproduzieren, holt sich in kürzester Zeit den ersten Wood und damit als erstes Team die Fullcard. Positiv für die zum Teil zusehende Konkurrenz: dieser Fisch ist schlagbar. Ja, so kann sein. Als wir lang gedriftet sind, kein Biss. Ja, ich habe ja gesagt, ich werde die ganze Zeit da hochgedriftet. Die nächste Drift setzen wir dann links von denen an. Ja, ja. Weil das war genau da, wo wir unsere Butt hatten. Genau Ja. da. Genau auf der Stelle. Für die Folge ganz geil, dass die Boote so nebeneinander sind und sich hier ein bisschen ein Butt-Battle liefern, ne? Ja, ist so. Ich staune trotzdem, dass die anderen nicht hier sind. So, wir hatten eine kurze Lagebesprechung gerade und haben uns jetzt dazu entschlossen, dass wir jetzt tatsächlich den Halbut erstmal Halbut sein lassen. Anscheinend sind sie ja gerade nicht wahnsinnig am Fressen. Würde man meinen, zumindest nicht bei uns. Wahrscheinlich hat jedes andere Team schon eins gefangen und es ist lächerlich, was ich gerade sage. Aber wir haben uns jetzt entschlossen, wir fahren jetzt raus offshore auf die Plätze, wo wir die großen Seelachse schon hatten, wo wir wissen, dass sie da sind, wo auch noch größere da sind. Also da ist dem der Himmel sozusagen keine Grenze gesetzt. Das Sky is the limit, sagt man, das ist eine falsche Formulierung, egal. Wir fahren jetzt raus. Nämlich bevor wir jetzt hier rumfahren und versuchen, irgendwo einen großen Fisch zu fangen und zu finden, fahren wir lieber die Zeit raus und wissen genau, wo sie sind und droppen runter. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Und das werden wir jetzt machen. Und danach werden wir uns voll auf den Halbut konzentrieren. Ziel da draußen ist, glaube ich, 90 auf jeden Fall beim Seelachs und wahrscheinlich sogar eher einen Meter beim Dorsch. Und wir brauchen den Lump da draußen auch als unsere Extrapunkte. Das ist der Plan. Wir sehen uns draußen. Jo, ja, die großen Seelachse, die sind schon da, aber die picken gerade nicht. Wir haben hier wirklich viel Fisch über tiefem Wasser. Definitiv Seelachs, wir fangen auch welche, aber die sind alle klein. Und die Kleinen, die beißen eigentlich immer. Deswegen haben wir jetzt den Entschluss gefasst, weil Bootangeln im Niedrigwasser oder insgesamt um den Stillstand immer ganz gut ist, dass wir jetzt Heilbootangeln gehen. Was haben wir da? Klein. Auch nichts Tolles, okay. Wir fahren jetzt einen nahen Spot an und dann wieder an den Standard-Spot, wo wir auch in der vorletzten Folge die beiden Butts hatten. Der Wind hat jetzt leider komplett nachgelassen, das ist ein bisschen ärgerlich, hat man weniger Drift, aber dann werfen wir halt und gucken, dass wir jetzt erstmal an den Heilbutt kommen und da möglichst viel Zeit für den Seelachs haben. Nee, Alter, das meine ich auch nicht ernst, oder? Das wäre kacke. Wenn wir sich jetzt in die Drift legen, wäre krass. Alter, fahr nicht rüber. Nein, fahr nicht rüber. Alter, Leute, das geht doch nicht. Digga, nicht in die Drift, Alter. Boah, das ist kacke, ey. Das ist nicht geil. Das ist nicht geil. In die Drift legen, das ist nicht cool. Slow. Driften ja genau auf die zu jetzt, ne? Na klar, die haben gesehen, die haben wahrscheinlich schon eine Weile gefischt. Kommen wir hier an, machen 2 Würfe, 3 Würfe, machen ein Heilboot raus. Ah, ärgerlich. Das haben die leider gesehen. Ja. Eieiei, das ist ärgerlich. Aber klar, kannst natürlich nicht geheim halten, so ein Fisch, ne? Das sehen die in Drill, Landung. Ja, jetzt packen die sich genau in die Drift rein. Crazy, Alter. Oder, Christoph? Ist nicht geil, ne? Überhaupt nicht geil. Nee. Digga, ey. Gut, dass wir noch 2 richtige Todesplätze haben für Heilbutt. 100% Plätze. Das heißt, wir sind auf den Spot hier nicht angewiesen. Theoretisch können wir dem anderen Team auch den Platz überlassen, die sich jetzt da so ein bisschen in die Drift reingestellt haben. Zur Not fahren wir einfach weg und machen einen anderen Platz.
riesen Signal da. Riesig. Also wenn das kein Boot ist, weiß ich auch nicht. Alter Verwalter. War das eine Maschine. So ein Signal die ganzen Tage noch nicht gesehen. Meinst du, die haben mit Heilboot angefangen und haben auf ihrem anderen Spot keine gekriegt? Dass die hier liegen? Die haben wir die ja echt noch nie gesehen. Nee, und ich habe aber auch nicht gesehen, wo die hingefahren sind am Anfang. Ja. Ich weiß nicht, ob das Boot war, was rechts aus dem Hafen abgebogen ist. Ja. Könnte natürlich sein, ne, dass die sich hierher hochgearbeitet haben. Ja. Wir waren gestern auf jeden Fall ja in diesem Territorium hier irgendwo unterwegs. Ja. Sonne, Strand und Cocktails? Wie wäre es stattdessen mal wieder mit Angeln? Als kleine Motivation starten wir daher unseren Fressrausstil. Das bedeutet, ab 3 Ködern gibt es 10% Rabatt, ab 5 Ködern 15% Rabatt und ab 8 Ködern sogar 20% Rabatt. Was du dafür tun musst, einfach shoppen. Kein Code, kein gar nichts. Nur bis zum 17.08. und nur auf hechtundbarsch.de. Jungs und Mädels, die neue Rute-Serie von Zack Fishing, Momentum. Die Rute kriegen einen kurz oder lang, leicht oder schwer, Spin oder Casting, also da ist wirklich für jeden was dabei. Dieses Teil ist qualitativ echt hochwertig, obwohl die Rute wirklich weniger kostet, wie wahrscheinlich jeder von euren Kumpels schätzen wird. Momentum Rutenserie, what else? Unsere W3 geflochtene Schnur kennst du vielleicht schon vom Süßwasserangeln und wir haben jetzt für Norwegen-Fahrer auch endlich was in der Range und zwar eine Multicolor-Schnur. Die wechselt alle 10 Meter ihre Farben, das 5-mal und ist somit perfekt, wenn du genau wissen willst, in welcher Tiefe dein letzter Fang kam. Sie ist in verschiedenen Durchmessern und 2 Spulengrößen verfügbar und sollte dich bei deiner nächsten Norwegen-Reise auf jeden Fall begleiten. Gut, es ist wieder Abboten angesagt. Da kommt die Baitcaster weg und die Spinning raus. Schöner Köder, aber nicht der des Vertrauens. In diesem Fall auf Dorsch hier, Chainsaw, Cheesecake. Das war doll. Aber bei dem bedeckten Wetter habe ich einfach meinen Favorite Toppis Provius und der wird uns jetzt richten. Hoffe ich doch. Ich würde da stehen, wo du stehst. Und dann Abfahrt. Ab in die Sandrinne damit. Man sieht das auch richtig am Grund. Wir sind gerade eben von so krautigem Grund auf hier den Sandboden. Auf einmal ist das Wasser ganz türkis. Und da weißt du schon genau, was abgeht. Da liegen die Dinger. Auch wenn ihr merkt, dass er am Grund so ein bisschen festhängt und der vielleicht sogar hart ist. Wenn es kein Kies ist, dann weg da. Alles voll mit Dorschen, ey. Das finde ich nicht gut. Ja, wir driften jetzt hier lang. Die Drift geht da lang. Und dann machen wir es so, dass einer vorne rauswirft, einer hinten raus. So covern wir möglichst viel Wasser. Und ja, das ist wichtig, weil überall liegen die Butts hier nicht. Und dazu sind sie noch relativ inaktiv. Und deswegen müssen wir einfach viel suchen, bis wir endlich welche gefunden haben. Aber wir haben gerade angefangen, von daher geht das noch alles ganz entspannt. Was war das? B1-Boje muss schon richtig sitzen. Also ja. Sonst wird das nichts. So, wir sind draußen auf unseren Seelachs- und Dorschgründen und hier brauchen wir einen metrigen Dorsch, einen metrigen Seelachs und einen Lump. Ich weiß, es wird nicht alles passieren, aber das ist zumindest unser Ziel, so inoffiziell. Erik fischt gerade auf effektiv mal mit einem Pilker und ich fische eine 180 Gramm Crazy Daisy, um zu gucken, ob ich damit einen Seelachs aus Mittelwasser pölen kann. Ist zwar nicht ultimativ selektiv, aber wie gesagt, im Training hatte ich auf den auch einen 90er Fisch und ich glaube, damit wären wir schon mal in einem guten Zielkorridor und der metrige und der 1,20 Meter frisst den genauso. Es geht ja oft beim Seelachsangeln einfach nur darum oder auch beim Dorschangeln, dass die kleineren Exemplare eben einfach den Köder nicht gefressen bekommen, weil er eben zu groß ist. Feels kind of heavy actually. Okay. Okay. Interesting. Feels very heavy. Okay. Oh. Okay. Oh. Okay. What is this? Big cod? I don't know. Go get it and we know. I think it. Oh. Okay.
No fucking hell. Oh. No. You got a fish? Yeah. It's a heavy fish. That's good. Feels like a good one. Yeah, I got one. I don't even have any drag on. Ich glaube, da haben wir einen etwas besseren Dorsch dran. Do you have me? I think we might be stuck. In what? I think you're stuck in me or so. I don't know, it feels weird. No, I have a fish here. Yeah, okay, then I maybe have your fish. Is your line going towards me? No, but it feels weird. But if it's not going over here, it should be fine. I think this is a good fish, Marius. Okay, nice. I got mine up. Okay, Seelachs bei mir. Der ist auf jeden Fall einer für die Kiste. Auch ein 74er haben wir. I have about 40 meters left. 40, okay. 40. Come with the gaff, yeah. I'm so prepared. Jetzt sehen wir es da unten. Ich kann es noch nicht ganz erkennen. Ich würde sagen Dorsch, nice caught. Tail wrap though. Oh, it's foul hooked. Foul hooked. Yeah. Okay, that's why. No bueno. No bueno. No bueno. Yep, that could be a decent cod. Yep, I think this is a decent cod. Just, oh, ich habe auch einen Fisch. Okay, jetzt müssen wir wirklich nur die Größe bekommen, die wir brauchen. Weil ich sag mal, 74er hatten wir auch drinnen. Das ist wieder ein Seelachs bei mir. Eventuell muss ich gleich mal auf einen größeren Gummi wechseln, um ein bisschen selektiver zu sein. Last 10 meters here. I have a cod, it's not very big. Das ist kein Upgrade. That's a good one, Marius. Okay. But I don't think it will beat yours. Oh, these cods. They twist and turn. Here we go. Let's see how long it is. What was it? 87? 89. 90. Okay, nice, upgrade. Nice. 1 centimeter. Nice cod. Falls ihr euch wundert, warum ich die ganze Zeit hier noch am Schalten bin. Wir haben vorne einen Driftsack im Wasser, damit die Drift nicht zu schnell kommt. Und es gibt hier auf der Seekarte, ihr seht, wir wollen diesen Uferlinien hier folgen. Wir haben herausgefunden, dass die Butt so auf 11,5 bis 12 Meter liegen. Und deswegen folgen wir mit der Drift genau diesen Strukturen. Und ihr seht ziemlich viele Tracklinien hier. Das hier haben wir die Fische gefangen und wir wollen also immer wieder hier rüber driften. Kleine Bereiche, wenn die Butt sich einen Platz aussuchen zum Fressen, dann sind das sehr spezifische Plätze, die sind nicht groß. Immer wieder rüber driften, auf eine Beißphase warten. Das hat uns jetzt das ganze Turnier über ganz gut Glück gebracht. Ja, das werden wir heute auch so machen. Vielleicht nachher noch mal auf dem Großbuttplatz draußen im Meer. Aber erstmal würden wir gerne noch mal so ein bisschen upgraden und gucken, was hier passiert. Und dann schauen wir gleich mal, wo wir euch noch so heute hinnehmen. Ein Wurf noch, Christoph, dann würde ich noch mal die Drift machen. Ja, ist gut. Ganz bisschen versetzt vielleicht. Ja. Das nennst du schon Dorsch. Da drehst du Dorsch. Die Strömung hilft uns jetzt hoffentlich. Komm, Petrus, gib uns einen Butt. Du kannst jetzt gerne den 1,60 oder 1,40 Meter fangen, Fabi. Bitte was? Du darfst jetzt gerne 1,60 Meter fangen. 1,60 Meter, ja, fange ich. Wenn du das sagst, mache ich das, Christian. Ich mache alles, was du sagst. Ja, dann mach aber auch. Ne? Die Drift ist jetzt absolut wie gestern, wo wir den Butt hatten. Also ganz genau driften wir darauf zu. Oh. Oh. Could be a better Coley. Ja. Oh yeah. Yeah, that's a better Coley. Yeah, you tell me when you're close and I will come and help you. Okay. Da haben wir einen besseren Seelachs dran. Der geht jetzt auch mal an die Bremse ran, dann weiß man auch schon immer, dass es ein besserer ist. Das ist, very good, Marius. That's the fish we need, I think. Yeah. Fingers crossed. Im Mittelwasser gebissen. Oh.
Und ich merke, ich bin viel zu warm angezogen für was wir hier machen. Weil eigentlich sollte es heute regnen. Das heißt, Druck drauf halten. Should be getting close. I see color. Okay. Yeah, it's an upgrade. Yup. Oh, be careful. Das ist ein, ich würde sagen, 85er. Also, warte. Man muss 84, oder? Sagen wir 84. Ah, schöner Fisch, 84er. Wir selektieren uns so ein bisschen durch auf die 180er Daisy, die jetzt wieder runter muss. Sehr gut. Weiter so. So, dann setze ich nochmal neu an. Soll ich den grünen da mal ranmachen? Dieser Orangene, der scheint ja ganz gut zu funktionieren. Den mache ich jetzt mal nicht ab. Ja. Aber ja, macht schon Sinn, mal ein bisschen Farben durchzutauschen. Das haben wir auf jeden Fall im Turnier auch schon gemerkt und im Training, dass die Farben nicht ganz unwichtig sind beim Butt. Die reagieren sehr gut auf bestimmte Farbtöne wie Orange, Gelb, aber auch Motoröl. Völlig unterschiedliche, gegensätzliche Farben. Aber es lohnt sich schon mal zu wechseln. Das ist immer so, man macht eine Drift 2-3 Mal, kriegt keinen Biss, wechselt einen Köder, boom, auf einmal hängt er. Ist nie ganz sicher, war es die Tide, war es der Wurf. Aber vom Gefühl ist schon so, dass man mal eine Farbe wechseln sollte. Das bisschen an Butterfahrung, was Christoph und ich jetzt haben, spricht auf jeden Fall dafür. Stärkung ist wichtig. Wenn der Biss kommt, dann muss der Anhieb auch durchkommen. Oh, yep. Nice. Yeah, this could be a decent cod. Yeah, that looks good. Oh, We'll stop my drop. Ooh, big head shake. Very big head shakes. That W6 boat is perfect for that kind of. Yes, I like that. I don't see the fish, it's under the boat. I see it, it's a nice fish. Yes, Yep. oh indeed, it's a nice Oh, yeah. fish. Gap it. That's... Have it? Yeah. There we go. Oh, very healthy, nice looking cod here. Look That's at a this fat one. cod. Like super fat. Let's see. Should be an upgrade for us. Touching there, it's 97.5. Nice. So 98. Wow. And this fish is so good in condition. It's like fat and healthy. We're gonna keep this one for dinner. I couldn't ask for a better fish to eat. It's so fat. It is. Should be a stinger here somewhere. Except there is stinger. There is not a stinger. I will take this one then. You got one? Yeah. If it's not foul hooked, it's a good fish. Awesome, man. Schwerer Fisch. Auch wieder beim Fallen. Aber ich hoffe, er ist nicht quer gehakt. Is it pulling line? Not really. I have a feeling that it might be foul hooked again. Okay. It's coming up. It's not foul hooked, but I don't think it's an upgrade. Oh, might be. Might be. Nice. There we go. Go and measure it. Yeah, I will do it. Definitely an upgrade. This is a 91. Nice. Yes, yes. Very yes. good, Marius. I Nice, will nice, release nice. this fish for Yeah, you that's right fresh. away, as it's so frisky. Bye. God. Good job. Nice, 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 nice. I would say that we're almost like that we should call it and go for the halibut. I feel like there's about 10 centimeters that could be, and we need the lumpy. Yeah, we need a lumpy, but we should go 2 pilkers then Okay. and go out to 120 or so just to get it. Wir sind am Punkt, wo wir fast schon zufrieden sind. Wir brauchen auf jeden Fall den Lump hier draußen noch. Und ja, ich hätte gern 10 cm mehr noch. Das würde wahrscheinlich irgendjemand klippen jetzt, naja. Aber ja, dann brauchen wir einfach den Halbut. Alles anderes bringt nichts. Ich glaube, mit der Karte jetzt kann man mit einem Halbut, mit einem vernünftigen, auf jeden Fall im Rennen um den Sieg sein.
Denke ich. Ich weiß es nicht. Wir wissen zumindest, dass Westin soeben Savage Gear überholt hat. Christian und Fabi suchen weiterhin nach dem heiß ersehnten Heilbutt. Fabi? Ja? Wollen wir mal eine ganz neue Bahn ausprobieren, die wir noch gar nicht gedriftet sind? Können wir machen. Sind wir denn? Oder wollen wir noch einmal lang gehen? Weiter rechts. Weiter rechts? Wie, wo weiter rechts? Weiter auf die Seite. Ja. Guck mal, lass uns doch mal auf die Karte gucken. Die Drift hier mal machen. Ja, da unten ist der Sockel jetzt ziemlich eng. Jetzt haben wir das auflaufende Wasser, da muss ja was dran rumströmen. Da. So, mal hier ansetzen. Hier auf der hier, meinst du? Da. Na, hier sind wir ja die ganze Zeit. Nein. Ich meine, du mal auf der anderen Seite. Da meinst du? Ja. Ja, mal einmal frisches Wasser irgendwie. Ja, das war vielleicht einmal, ja. Das haben wir jetzt hier die ganze Zeit abgeworfen. Freddy und Barra haben das auch abgeworfen. Also ja. Ich kann mir vorstellen, dass hier gerade noch ein Williger unten ist, der noch keinen Köder vor die Nase gekriegt hat. Ja, muss mal gucken. Lass mal rüber da. Eine schöne Platte. Ich will keine Platte drum. Die kommt gleich. Hast du das gerade wirklich gesagt? Hä? Was? Ich mache mir keine Platte da drum, ja? Ja, wenn du schon pessimistisch an die Sache rangehst, hast du aber sowas von gar keine Schnitte. Du musst immer mit vollstem Vertrauen fischen. Jeder Wurf ist der eine, wo richtig schön das blecherne Puck kommt. Und dann wird es einfach nur schwer. Ja, Mann. Ist schon sehr, sehr geil. Ist hartes Angeln, aber wenn der Biss kommt. Heieiei, da ist Party. Ich würde mal gerne wissen, aus was für einem Bereich die Butt den Köder wahrnehmen. Also wie weit die von... Ja, und vor allem in welcher Wassersäule die hochgeschwommen kommen. Ja, das auch. Weil ich habe keine Ahnung, wie lange man hier theoretisch driften könnte. Wie viele hier unten liegen? Ja, schon viele liegen hier unten. Schon einige. Müsst ihr mal schnorcheln gehen. Hä? Man müsste hier mal schnorcheln und Scheiß, ne? runtertauchen und gucken, was hier los ist. Ey, wäre das geil. Ja. Das mal zu sehen, was hier unten rumpaddelt. Das rüber, irgendwie fühle ich das hier nicht so. Ist bei dir das Gefühl? Gefühle haben beim Angeln nichts zu suchen. Doch, man muss auf jeden Fall auf sein Bauchgefühl hören. Denk an den ersten Tag Gruppenphase, wo ich gesagt habe, Pollack fühle ich nicht, lass Buttangeln gehen und rums die Bums. Du musst auf jeden Fall auf dein Bauchgefühl hören. Oh, that looks heavy. Oh. That's a fish. Yeah, I know. That looks heavy. That is fucking... I haven't lifted it from the bottom. That's good. Oh my God. Krass, der hat sich die ersten 4-5 Sekunden keinen Zentimeter bewegt. Das ist schon immer wild. Oh. Mal schauen, was es ist. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass es ein Seelachs ist, weil überhaupt keine Runs waren. Heilbutt leider auch nicht. Aus dem Grund. Boah, tun die Ärmchen schon ein bisschen weh, ey. Do you see what it is? Oh, it's a cod, I would say. And it's foul hooked. Fuck my Foul life. hooked in the belly. Ja. That's the only issue with the Bergman. Oh. Puh. Ich freue mich schon wieder aufs Heilbutt-Angeln. Einfach entspannt. Einfach da sitzen, relaxen. Ah, es ist so anstrengend, aber es ist geil. Immerhin Fische. Ah. Ich hätte eigentlich schon Lust, bis heute Abend hier irgendwie im Flachen die Butt rumzuwerfen, aber ich glaube, wir müssen den Seelachs echt noch mal aufbessern. Es ist so gezockt immer, dieses Turnierangeln. Man weiß einfach nicht so genau, was die anderen haben. Aber mit dem 95er Butt kann man sich wirklich absolut gar nicht sicher sein, dass das in irgendeiner Form reicht. Vor allem, weil alle Teams heute ziemlich viel Zeit mit der Buttangelei verbringen werden. Lass da mal ein Team 1,20 Meter fangen oder 1,30 Meter oder noch größer und ein bisschen bessere Seelachse haben als wir, dann sind wir nämlich ganz weit hinten plötzlich. Es wurde ja generell sowieso immer nur wenig gefangen, ne? 1-2 Butts pro Tag. Und ich glaube, die gestern gefangen worden sind, sind alle die größer oder kleiner gewesen als das, was wir jetzt hatten. Ja? Es ist, glaube ich, kein Meterbutt gefangen worden gestern. Echt nicht? Nee. Was sagt dein Gefühl, Christoph? Ich glaube, wir sollten rausfahren. Ja, ich glaube auch. Gar nicht nur, weil es jetzt irgendwie sich besser anfühlt, sondern auch, weil das der Plan war. Und ja.
Wir können ja theoretisch auch noch mal hierher zurückkommen im Notfall für eine Stunde. Ja, klar. Wir haben uns jetzt die letzten beiden Tage den Kopf darüber zerbrochen, wie wir es machen mit dem Plan. Und das war das Ergebnis. Eigentlich gibt es keinen Grund, das wieder über den Haufen zu schmeißen. Ne? Ja, dann werden wir jetzt gleich mit euch aufs offene Meer rausfahren. Werden uns die flachsten Punkte vom Plateau aussuchen. Schauen, dass wir kleine Podeste unterhalb der flachen Spitze finden. Die vertikal und geworfen ausangeln und dann ein Podest nach dem anderen fischen. In der Hoffnung, dass irgendwo ein richtig großer Butt liegt, so ein richtig großer, dass wir den weghauen. Und wenn wir zwischendurch Seelachse drumherum sehen, versuchen den Seelachs abzugraden. Das ist alles dicht dran dann. Ne? Nace möchte nun ihre bereits starken Köhler und Dorsche upgraden, wo es denn erstmal die 15 Lumpenpunkte einsammeln. We should just be able to get one here. I hope we are. Yep. I can see some other stuff down there as well. Giant Collies. Imagine if we don't get the Lumpa. So, Projekt Extrapunkt ist angebrochen. 2 Pilger drauf. Beide runter auf 120 Meter. Und gucken, ob wir da einen erwischen. Aber es besteht natürlich auch immer noch die Chance, dass sich da irgendwo noch ein großer Dorsch oder Seelachs zwischen versteckt. Also, you never know. Also ist gar nicht so schlecht. So, angekommen am neuen alten Bootspot. Erzählt, jetzt muss einer raus. Lukas wird die vom Grund wegleiern, das hat gestern gut funktioniert. Ich werde weiter werfen, einfach damit wir Fläche machen und hat gestern auch funktioniert. Maßig sollten sie sein. Hier sind sie, müssen wir sie nur noch fangen. Wir kriegen ein bisschen Wind, das ist zum Leiern immer ganz geil. Hoffen wir mal, dass es nicht zu viel wird, aber wir können ja immer noch schwerer angeln. Ne? Greifen wir an. Arriba! It was just laying on the bottom. That's good, then it could be a Lumpa. Could also be a cod. I think it's a cod. It's a coddy. No, it's a Lumpa. Oh yes. It's a Lumpa. Perfect, let's leave. Okay, Plan hat funktioniert. Im Maul gehakt ist er auch. Ah. So, den nehmen wir natürlich auch mit. Ist zwar nicht der allerbeste Speisefisch, aber aus der Tiefe wisst ihr natürlich, das macht keinen Sinn, den wieder reinzusetzen. I'm so glad that I didn't catch that. Ich habe mich noch nie so sehr über einen Lump gefreut. Extrapunkte sind da, so muss das. Das sind ja eigentlich ganz schöne Tiere, kann man wirklich nichts sagen. Das erste YPC Salt ist ja jetzt fast hinter uns. Wir haben es ja über eine Woche lang gefischt. Und wie du siehst, der Name Salt kommt nicht von ungefähr. Mein ganzer Anzug hier, der ist einmal komplett damit belegt. Also hier ist wirklich alles, was hier so weiß ist. Das ist Salz, das kommt vom Spritzwasser, das kommt von den Fischen. Wenn man hier nach Norwegen fährt, braucht man auf jeden Fall einen Anzug, auf den man sich verlassen kann. Ich schwöre hier auf diesen Pennanzug. Der hält mich ziemlich stark warm immer. Also ich habe jetzt hier nicht ein einziges Mal gefroren, hatte ziemlich warme Stiefel. Und dann kommt man hier auch wirklich gut durch den Angelurlaub hier in Norwegen. Den habe ich im Echolot gesehen. Scheiße. Warum musst du ein Dorsch sein? Du sollst ein Butt sein. Tja, nicht der Zielfisch, aber mal wieder ein Biss hat jetzt trotzdem gut. Ihr habt da ein Signal und einen Geber gesehen und dadurch, dass wir so gut wie gar nicht mehr treiben, habe ich gedacht, ich schicke einfach mal den Cannibal direkt am Geber runter. Ja, 2-3 Mal gewippt und rums. Nächstes Mal hoffentlich mit dem Butt. Christoph und ich liegen jetzt im offenen Wasser auf einem Plateau, auf einer Spitze, 35 Meter ist es oben drauf, drumherum tiefes Wasser. Wir versuchen jetzt noch mal den Heilbutt abzugraden. Wir haben einen 92 cm Heilbutt und so ein richtig schöner großer, der würde natürlich ordentlich Punkte bringen und natürlich auch Spaß. Deswegen angeln wir den jetzt. Drückt uns die Daumen. Sieht schon ganz gut aus. Na, großer Dorsch, glaube ich, ne? Ja, sowas kann aber auch der Heilbutt sein. Wir sind auf dem Offshore-Plateau. Christoph und ich haben noch gesagt, wo ist die beste Chance, auch einen dicken Beifang zu generieren. Weil der Dorsch, der ist schon groß, aber die werden natürlich auch größer hier. Das ist jetzt kein Upgrade hier, aber sowas kann auch schnell mal ein Butt sein, ne? Die liegen hier nämlich auf den Plätzen.
Boah, ist ein großer Dorsch. Uiuiuiui. Uiuiui, Christoph, vielleicht ist das ein Upgrade. Geil. Boah, das ist ein Upgrade. So, guckt euch den Fisch an. Ja, ich glaube, das ist ein Upgrade. Oder Christoph? Ich habe hier alles fertig. Mit dem Kopf ist das ein Upgrade. Kann ich dir gleich sagen. Oh, der Biss, ey. 106,5. Auf meine Nace Freddy Harbord Sonderfarbe. Die geht im Meer auch mich auch richtig gut. Und da ist der Fisch. Oh, ein Riesendorsch. 1,7 Meter, ne? Ja. Ah, geil. Okay. Der ist viel zu groß für die Küche. Den lassen wir wieder schwimmen. Der hat auch schon schön flach gebissen. Oh, geil. Das macht doch Spaß. Mega. Das war ja so ein bisschen auch die Hoffnung, ne? Dass wir den noch mal abgegradet kriegen beim Heilbuttfischen hier draußen. Denn die leben auf den gleichen Plätzen. Oh, mega geil. Wahnsinn! Freddy kann seinen 102 cm Dorsch tatsächlich nochmal um 5 Zähler verbessern. Relevant wird das allerdings erst, wenn die anderen Teams ebenfalls einen Heilbutt bekommen. Krasser Fisch. Krasser Fisch, ne? Ja. Ganz, ganz krasser Fisch. Der Biss, ey, das hat so geknallt im Stock. Und witzigerweise, wir haben die am Training hier gesehen, die Dorsche. Die großen. Ja. Wir machen auch gar nicht mehr so viele Würfe. Ich will die Plätze recht schnell fischen. Dafür aber viele. Ein paar Würfe noch. Noch liegen wir gut. Wir brauchen Butt, das geht nicht anders. Ja, ja. Wir brauchen Butt und dann kannst du upgraden fahren, egal wie groß der Butt ist. Ja. So wäre der Plan. Please, please, just give us a halibut. So, die Wurfroute ist wieder in der Hand. Wir sind wieder beim Heilbuttangeln. Wie schon prophezeit, es wird wahrscheinlich nur über den Heilbutt gehen. Unsere Scorecard aktuell ist nicht wahnsinnig stark, denke ich. Also es würde mich wundern, wenn wir den größten Dorsch oder den größten, vor allem größten Seelachs hätten. Ich glaube, der Dorsch könnte gar nicht schlecht sein mit 97. Ich glaube, den Pollack, da sind wir auf jeden Fall oben mit dabei. Aber ja, unsere Rechnung ist wie folgt. Ohne Heilbutt keine Fullcut. Fullcut ist, was zählt. Und deswegen ja, sind wir jetzt wieder an einem Platz, wo wir im Training einen Fisch hatten beim Werfen. So ein flacher Kanal, 8 Meter tief. Den beackern wir jetzt, eine schockige Farbe, eine natürliche. Und dann müssen wir mal ein bisschen gucken. Vielleicht werden wir auch noch ein bisschen vertikal driften. Wir haben jetzt noch 4 Stunden Zeit. Eine ganze Folge für euch. Ich hoffe für euch, dass nicht jeder auf Heilbutt angelt aktuell. Dass ein bisschen Action kommt. Aber schauen wir mal. Aber ein, ja, also ein Seelachs ist es. Da ist Christoph, ein Upgrade. Yes, Christoph! Ja. Auf den großen Hunter hier. So, 85,5. Schöner Seelachs. Upgrade für uns. Den machen wir noch. Eventuell ein bisschen größer, aber schon mal schön den zu haben. Zack. Oh, you have one? Maybe. Is it a halibut? No. Cod? Probably. Ja. Zweiter Wurf. Erster Fisch im Flachen. Okay, da ist er, der Dorsch. Ja, typischer Flachwasserdorsch. Geht zurück. Dorsch, glaube ich, ja. Nee, der hilft uns nicht. Der hat nur 60. Futterfischgröße für einen großen Boot. Schön sind sie trotzdem. Und tschüss. Zu klein für die Wertung, aber
Spaß machen sie trotzdem. Oh mein Gott. Ja, wieder ein kleiner Beifang hier beim Werfen. Unfassbar, die haben echt Bock. Kleiner Spritzer, der darf zurück. Perfekt. Yeah, I have one. Nice. Nice, But nice. I think it's a cod. Yeah, it's a cod. Yeah, it's not super small cod either. So it's fine. He suddenly felt so heavy, like I was like, is this a fish that's been swimming towards me? Nice fish, beautiful, bye bye. Oh, so eine Scheiße. Ah. So. Verdammt. Kleines Powernap. Oh. Halibut? I don't know, that was a solid bite. That's something heavy. Ah, das ist ein Cod. Ah, wir verarschen uns jetzt aber langsam die Kollegen. Ich habe nicht mal reingekurbelt. Einfach nur gerade noch alles gerichtet. Aber es ist alles so eine Einheitsgröße hier. Ich glaube aber, dass die generell einfach gut beißen gerade, weißt du das wohl? Ja. Guck mal, was der auskotzt. Wie groß ist der nächstgroße? 86. Das ist 85. Das ist schon. Hier geht es um einen Punkt. Ja, möglich ist das, ne? Ja, Action sagt der Kameramann. Action denken sich nicht die Halbuts. Ja, die Drift ist jetzt sehr, sehr wenig geworden. Also wir sprechen da von so einem halben Knoten maximal. Gut, wird allen Teams so gehen. Das Problem ist natürlich auch, dass der Wind von heute Vormittag weg ist. Und man muss echt sagen, in diesen einer der ersten Stunde Halbut werfen habe ich eigentlich ein richtig gutes Gefühl gehabt. Und ich bin mir auch sicher, dass da noch etliche Fische in dieser Bucht stehen, weil die haben irgendwie aktuell keinen Bock. Wir sind jetzt gerade in einer anderen Bucht. Ähnliches Schema, ein Ticken tiefer. Dorsche sind auch da. Aber ja, Halbuts sind ähnlich motiviert. So ein richtiger Grind, wir geben nicht auf. Wir haben eben jetzt aufs Werfen gesetzt, weil wir dadurch ein bisschen driftunabhängiger sind, weil wir einfach viel mehr Wasserfläche absuchen. Und die Köder laufen auf jeden Fall schön. Und ja, so gesehen, wenn da einer steht, dann könnte es schon klappen. Gerade war ich echt hyped mit dem Dorsch, aber wieder irgendwie quer gehackt, obwohl ich noch nicht mal gekurbelt hatte. Egal, wir machen jetzt weiter, nicht aufgeben. Vollgas, werfen, werfen, werfen und hoffentlich bleibt noch einer hängen, beziehungsweise beißt noch einer. Drückt uns die Daumen. Nur Freddy und Christoph haben den Halibut, alle anderen suchen noch. Savage Gear nun schon eine ganze Weile. Kann der Butt jetzt nicht einfach kommen? Dann gibt es hier einen Jubelschrei bis nach Valhalla. Gute Nachricht, schlechte Nachricht. Wir sind nicht alleine. Auch Team Savage Gear hat sich für diesen Spot entschieden. Der hat sich in den letzten Tagen auch als recht buttig bewiesen. Gute Nachricht, die scheinen auch noch kein Butt zu haben. Und die waren schon hier, bevor wir hier waren. Also ja, scheint wohl nicht so easy zu sein. Mal schauen, wer zuerst zuschlägt. Irgendwann schnippen die an und dann hackt's. Jetzt gilt's. Bis 18:30, ne? Ja. Wir müssen jetzt noch mal alles in die Waagschale werfen. So hart wie das jetzt gerade auch ist. Du bist jetzt auf den Geschmack gekommen und willst auch das erste Mal nach Norwegen fahren, dann ist Kingfisher Angelreisen der richtige Ansprechpartner für dich. Ja, richtig, richtig nice. Boah. In einer großen Auswahl an Anlagen haben sie wahrscheinlich das richtige Ziel für dich und natürlich noch dazu super sympathische Ansprechpartner, die dir dabei helfen. Und das Beste, sie buchen alles für dich. Anreise, Unterkunft, Boot. Du musst also nur noch hinfahren und deine Angel auswerfen und hoffentlich deinen Traumfisch fangen. Also, wenn du zum ersten Mal nach Norwegen willst, schau jetzt bei Kingfisher Angelreise vorbei und buche deine erste Reise.
Liebe YPC-Community, mit dem Start der ersten YPC Salt-Staffel haben wir auch unser Angebot im Shop erweitert. Ab sofort findet ihr in unserer Kategorie Meeresangeln eine handerlesene Auswahl für euren nächsten Trip ins Salzwasserabenteuer. Während wir auch in den kommenden Wochen weiter das Sortiment fleißig ausbauen, könnt ihr schon jetzt die fängigsten Produkte zum Meeresangeln bei uns entdecken. Ob Routen, Rollen, die passende Bekleidung oder Köder. Checkt dafür einfach den Link in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß beim Weiterschauen. Ja. Wirklich. Ich werde heute Nacht schlecht von euch träumen, ihr fiesen Möb. Ja, but it's actually a pretty one. It is. Ist fast schon so ein Tangdorsch. Kann man wirklich nichts sagen. Optisch ein absolut schöner Fisch. Das ist ganz oft so, wenn ihr in Norwegen flach angelt, dass da diese rötlich gefärbten sind. Gibt es auch noch viel, viel röter. Die sind dann richtig, richtig schön. Aber ein brauner, der deutlich platter ist. Ich glaube, den gleichen Spruch habe ich auch schon 10-mal jetzt gesagt. Ich sage ihn nicht nochmal. Ihr wisst, was wir suchen. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn aus Versehen mal hier irgendwie so ein Meter Pollack noch mit reinknallt. Ja, das hat Spaß gemacht, aber wir müssen jetzt die Zeit im Auge behalten und die Heilbuttplätze noch weiter beackern. Vielleicht kriegen wir dabei noch einen größeren Seelachs, aber in erster Linie wollen wir natürlich jetzt den großen Butt. Also, weiter geht's. Was passiert denn hier gerade? Ja. Einmal angeleckt. Ja, hat er genommen. Aber glaube ich ein Dorsch. Nee, ist ein Butt. Jo. Du bist ein Buttflüsterer. Jawohl. Sauber, du bist eine Maschine. Oh, was ein Krimi. Oh, was ein Krimi. Alter. Jetzt müssen wir nur noch rauskriegen. Und maßig sein muss er. Jetzt nicht gegen eine Schrankwand gehauen. How the turntables. Oh, der ist doch ganz gut. Dürfte Maß haben. Jo. Hat er. Meter. Jawohl. Hängt der nur am Haupthaken? Nee. Kriegst du den so raus? Hängt da noch unten drunter, ja. Müsste gehen. Jawohl. Hab ihn. Yes, Mann. Oh. Ich lieb's, wenn der Plan funktioniert. Oh, Alter, stopp. Falsche Hand. Falsche Hand. Heieieiei. Das ist wieder so die Meter 10 Kategorie. Der Roman ist links von uns, ne? Ja, hab ich gesehen. Haben die auch hier einen Butt? 99,5. Genau ein Meter, ja. Oh yes. Was haben wir? Genau ein Meter. Sauer. Oh yes. Oh. Das tut gut. Vor der Zeit Richtig noch gut. den Butt gefangen. Jetzt haben wir noch eine Stunde im Seelachs zu fangen. Mehr, 2. Wir haben noch erst halb. 2, ja. Ja, sehr schön. Jetzt geht's Seelachs angeln. Bis zum bitteren Ende. Puh, geil. Nun ist auch B1 voll zurück im Kampf um den Titel. Vor allem beim Köhler liegt noch ein großes Potenzial für Upgrades. Und mit dem größten Butt des Tages haben Roman und Lukas nun einen starken Trumpf auf ihrer Seite. Die Konkurrenz hat den Fang auch bemerkt. So schnell ändert sich die Stimmung auf dem Boot, ey. Wirklich hart gegrindet, gut geangelt bisher. Aber Buttangeln, das ist einfach durchhalten, bis er kommt und dann yes! Boah, geil.
Toller Dorsch. Beim ersten Wurf hier auf der neuen Stelle. Schöne Fische hier. Unterm Boot sind 37, also wir sind quasi auf dem Top drauf. Ja. Opa, yes, yes. Yep. Ja. No, Yes. I think it's a cod. I think it's a cod. Yep, it's a cod. Gotta be kidding me. No, it was a cod. I lost it, but it was a cod, 100%. Oh, yeah. Now it was a cod. It felt so good, it just lifted everything. No matter where we go deep, we go shallow, the cod is always there, Yep. looking out for us. Yeah, they are. Oh, you have one? Is that a halibut? No. Probably not. Well, I don't know. Oh, Yeah. could be, Yeah. could be. Yep. There we go. yes, 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 yes. Yeah, that's one. Yes, 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 yes. Fucking yes. Try to keep the rod to the right. Yes. It's getting too light, but it could be a small one. Yep. Could be enough. That should be a halibut. Yep. The weight is there. I will fucking force it up. I hope it's not a cod. It's getting light now. No, no. No, no, I think it's halibut. Come on. Fuck. Come on, please be a halibut. Yes, it should be. It should be. Yes, Otherwise it it's a looks giant like cod. the movement of it. You need to come over here. There we go. Otherwise, I will not be able to reach it. Come on. Please be a halibut. It's a small one. If it is one, I don't care. you should see it soon. I don't see it. That's a good sign. Yeah, it is. Yes. Or, well, yes, it's halibut. Nice. Yes, nice. yes, yes, What yes. size? Yes, it's approved. It's approved. Okay. It should be approved. at Yeah, least. yeah, yeah. Well, Got it? it could be borderline. Oh, yes. Could be borderline. No, no, it should be approved. Yes. 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 Wow. Wow. Fucking hell. Yes. Woo. Let's get this one out. Yes, it should Please be. be approved. It Please should be 82, 83, something. I will fucking hurt myself if it's not approved. Okay. Okay. Yes, this. Yeah, this needs to be approved. Yes, this is approved. Yes. Yes. Yes, this is 80, Something and a half. 88. So it's No, it's 88. 88. 88 approved. Yes. Yes. Ah! Yes. We fought so fucking hard for Yes. this one. Oh, you made a call, man. You made it. Ja, it's just. Here you go. Here's your fish. Ich habe auf die 300 Gramm Crazy Daisy gewechselt, um einfach noch mal eine Nummer kleiner zu gehen, irgendwas anders zu machen. Und wir sind gerade die Kante wieder hochgefahren. Puff. Und diesmal war es kein Dorsch. Gott sei Dank, ey. Der Titelkampf spitzt sich hier immer weiter zu. Westin holt sich als drittes Team die Fullcard, schießt an B1 und Nace vorbei und ist plötzlich Tabellenführer. Mann, ist das spannend! Das macht so einen Spaß, hier zu angeln in Norwegen. Ein Biss nach dem anderen. Seelachse, Dorsche. Jetzt fehlt nur der Halibut, der große. Seelachs. Schön schlank und rank, so haben wir sie gerne. 73, oder? Also, zurück mit dem. Nächsten holen, noch ein paar Punkte holen. Ja, Meter, Junge. Abmarsch. Oh, hier sind aber viele Dorsche. Das wird ein Dorsch sein, oder? Ja, Zieh wahrscheinlich. mal Ja. richtig, komm doch mit. Ja, komm mit. Jetzt komm damit, ja. Was für ein Dorsch. Alter, Christoph. Das sind fantastische Fische hier. Meter 1. Wie lange? Meter 1. Das sind schon geniale Fische. Und davon nicht nur einer am Tag, sondern gleich jetzt der dritte schon.
von über einem Meter. Das ist Wahnsinn. Jo. Ein Dorsch. Ich dreh Dorsch. Du drehst Dorsch. Ja. Oh, der ist besser. Der ist besser. Das ist der, den wir suchen. Der ist besser. Jawohl. Jo. Auch Keule. Uiuiui. Ja, lecko funny. Ich glaube, es ist ein Seelachs, ja. Der hat am Anfang sich so stark gemacht. Ja. Jetzt lässt er sich pumpen. Ja, bei mir ist ähnlich. Ja. Dann sind wir mal gespannt, was wir da haben. Bei mir ist ein Seelachs-Upgrade. Seelachs, 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 Seelachs. Richtig gut. Oh yes. Nice. Wir halten ihn mal eben nebeneinander. Ich glaube, deinen müssen wir messen. 84 sogar. Ah, 85 sogar. Ja. Der ist größer. 86. Tasche. Bist du dran? Jetzt bin ich richtig an, ja. 87. 87. Jawohl. Schöner Doppeldrill, jawohl. Wir stehen jetzt im Fisch und wir holen uns jetzt noch einen größeren. Abfahrt. Ja, Mann. Ich melde fix. Oh yes. B1 macht beim Köhler richtig Bodengut. Es liegen nur noch 17 Punkte zwischen Platz 1 und 3. Momentan ist tatsächlich der Pollack Westins größter Trumpf und B1 größte Schwäche. Bei Savage Gear, die am Vormittag noch lange Zeit die Tabelle angeführt haben, drückt der fehlende Butt immer schwerer aufs Gemüt. Das grenzt ja schon fast an seelischer Grausamkeit. Erst kommt Freddy her, hat nach 10 Minuten den Butt. Roman, die waren jetzt ein bisschen länger hier, haben den vor unseren Augen gefangen. Oh Mann, das schmerzt. Aber irgendwie motiviert es auch. Ja, Fabi, die Butts fressen. Wir müssen sie nur lokalisieren. Dann fahren wir einfach mal ein bisschen tiefer. Wir haben fast nur flach geangelt, den ganzen Tag hier. Ja, wir haben ja auch da gefangen die Tage, ne? Ja, aber vielleicht ist es heute ein bisschen anders. Ziemlich anstrengend das Angeln. Ich bin die ganze Zeit am Schalten wie so ein Wahnsinniger. Ihr seht das. Ich werf, schalt, drehe. Das sind Strömungen von der Seite, Wind. Ich will genau an der Kante liegen. Ich will genau das Top treffen. Ach ja, das ist richtig Arbeit. Aber es macht auch Spaß. Vor allem, wenn es dann klappt. Haben wir schon richtig schöne Fische gefangen jetzt hier. Den Butt sitzen wir aus. Einen haben wir. Ob das reicht, weiß ich nicht. Besser wäre noch ein großer. It would have been so much more stressful if we had the results from the other guys. Yeah, for sure. I really like that the results are hidden. Ja. Gucken, ob der uns noch mal hilft. Aber ich denke, dass er die ähnliche Fraktion sein wird. So, hier 84. Schöner Fisch. Hilft uns aber nicht weiter. Butt. Hast du einen Butt? Ja. Yes! Ist einer, ne? Ja, muss eigentlich einer sein. Ja, ist genau der GPS-Punkt, wo ich will den Fisch hatten. Genau drauf. Hat auch gebissen wie ein Butt. Ja? Ja. Dran genagt, im Butt schwer. Weißt du, wie verdient das wäre, wenn wir den kriegen würden, Christoph? Wenn wir es hier im offenen Wasser schaffen, so einen Butt zu fangen? Ja, aber ist glaube ich kein großer.
Aber ist einer, ja? Schwer zu sagen, ne? Aber Aber wir sind genau auf dem Punkt drauf, wo er eigentlich stehen müsste. Und so Schnur genommen, der hat viel Schnur genommen, ne? ja, Ja, Butt. kann auch ein Riesendorsch sein, aber machen die eigentlich nicht, ne? Dass die so Nee. wegschwimmen. Ach, du Scheiße. Ha? Hängt außen, ist nicht so groß. Ja, aber das Ding hängt im Maul. Ja, aber das Ding ist ja so schwer. Der Hauptkragen hängt im Maul, aber Ist das Upgrade? Nee, ne? weiß ich nicht. Vielleicht ein paar Zentimeter, aber Vorsicht, Motor, Christoph! yes! Könnte ein Upgrade sein. Ich komme mal einmal mit der Kamera eben, dass der Haken richtig hängt, nicht, dass es da später Diskussionen gibt. Der hängt hier im Maul. Ja. Und der andere hat außen mitgegriffen, deswegen war der so schwer im Drill. Ja. Dass das funktioniert hat, Christoph. Ja. Schade, dass der so klein ist. Das ist der kleinste auf dem tiefen Wasser. Wir haben auf dem tiefen Wasser immer große Butt gefangen. Aber jetzt im Tournament einen kleinen, 35 Meter, geworfen. Die meisten Leute fischen vertikal. Wir knallen die Dinger da raus, schmeißen die und drehen die langsam über die Plateauspitze und dann runter aufs erste Podest. Da lagen sie. Ich zeige euch mal die GPS-Linie. Schaut mal rauf. Da haben wir den Butt im Training gefangen und da stand ich gerade genau auf dem Quadratmeter. Und da beißt der Fisch. Die sind so geil, diese Butt. Die sind so spezifisch mit den Spots. Da unten ist irgendwas, was wir im menschlichen Auge nicht erkennen. Da liegt er und da liegt er immer wieder. Mal runter bitte. Kriegst du noch 93? 92, doch, nee, 93. Jetzt nicht. 92,5. 1 cm mehr. Das ist gemein, Alter. So viel Pech muss man erstmal haben, dass man es schafft, wirklich nur 1 cm auf dem Butt abzugraden. Kommen hier alle her, fangen vor unserer Nase die Butts weg. Scheiße. Ja, so war es ja nun auch nicht, ne? Also es ist ja nicht so, dass wir uns hier Nein, das ist umgerannt Spaß haben, jetzt. ne? Das ist, Aber trotzdem, das ist seelische Grausamkeit. Das haben wir das zweite Mal heute hier gesehen. Obwohl wir die Ersten hier waren. Na gut, nach Westin, aber Westin war quasi schon da hinten irgendwo. Ich sehe schon kommen, sind wir ein Einzelteam ohne Butt. Was ist schon der nächste? Meine Güte, ey. Auch nochmal ein besserer, aber ich glaube nicht, dass der drüber ist. Ha, meinst du? Meinst du, sollen wir mal messen? Auch 84. Auch 84. Mega Bock die Dinger, aber Die letzte Stunde ist angebrochen. Da Nays zweites Upgrade tatsächlich nur einen Punkt Verbesserung gebracht hat, liegt Westin weiter vorn. Doch sowohl B1 als auch Nays reicht ein gutes Upgrade, um Marius und Erik von Platz 1 zu stoßen. Und auch Savage Gear könnte sich mit einem Fisch die Krone holen, sofern es ein Heilbutt von 114 cm oder mehr wäre. Like our drift? Perfekt. Also wenn die Nace-Köder im Shop bald wieder ausverkauft sind, dann liegt das daran, dass Christoph und ich die hier in Norwegen alle weggeangelt haben. Gott ey, ein Fisch nach dem anderen. Ich fürchte nicht. Dorsch, ne? Dorsch. Ein kleiner Butt, ein kleiner Butt, ein kleiner Butt. Der ist wahrscheinlich zu lütt. Ja. Tja, die brauchen auch gar nicht messen. Ist eindeutig. Ich meine, es ist schön, jetzt einen Butt zu haben. Ja, ja. Okay, Kumpel. Schick mir deine Mutti bitte. Ja, der hätte vielleicht sogar noch eine Bratpfanne gepasst, wa? Oh Mann. kommt er. Jo. Der müsste helfen. Ja, hilft der? Vielleicht. Dran 85. Auch wunderschönes Tierchen. Abmarsch. Langsam wird's anstrengend.
Nee. Ich glaube, einen großen Seelachs. Ja. Das ist ein Upgrade, Digga. Ja. Willst du mal rein? Ja, Christoph, yes! Geil. Oh, auf den gelben Vogel hier. Ja. Genau 1 Meter. Oh Gott, Christoph. So. Endlich der Seelachs, den wir haben wollten, in der Größe, wie wir ihn brauchen. Komplette oder was? Ja. 2 so mittlere? Ja. 2 mittlere. 16 minutes to go. Okay. Was war dran, Christoph? Seelachs. Müsste ein Upgrade sein. Was für Hilfe? Aber ist ein großer Seelachs. Größer? Schwer zu sagen, ob der mehr hat als 1 Meter, aber nicht wesentlich viel mehr. Boah. Guck mal, wie die Köder hier weghauen. Der große Hunter. Verdammte Asi, ey. Hast du ein Upgrade geholt? Weiß ich noch nicht. Ah, wobei. Wieder 1. Das ist 1 Zentimeter mehr. Ein halber. Rückblickend betrachtet war es aber die richtige Entscheidung, hier hinzufahren, im Tiefen das zu machen. Dorsch upgegradet und Seelachs upgegradet. Ja, das So hätten wir viele da. Zentimeter, Ja. da war die Wahrscheinlichkeit schon höher, als im Flachen das zu machen. Plus, dass der Bonusfisch, der Butt hier natürlich auch wahrscheinlicher ist, dass er größer ist. Auch Ja, wenn das mit dem und Butt jetzt hätten nicht- wir da drin jetzt noch einen von 1 Meter gefangen und die anderen aber nicht abgegradet, hätten wir weniger Punkte. So, 5 Minuten haben wir noch. Wir versuchen es weiterhin mit dem Seelachs. Nur noch 4,5. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Uns hat Spaß gemacht auf jeden Fall und ich hoffe euch auch. Da beißt schon wieder einer. Und da hängt er auch. Aber auch der wird uns keine Verbesserung bringen. Schöner Abschiedsfisch nochmal. Leider kein Upgrade mehr, aber definitiv richtig schöner Fisch. Kampfstark. So soll es sein. Der ist noch fit. Der darf zurück. Und Abschlussfisch. Ja, ist vorbei. Auch ich kran hier gerade noch den letzten aus der Fraktion Futterfisch. Ich bin völlig sprachlos, wie viele Fische Christoph und ich heute gefangen haben. Alles auf die Nächstköder, auf unsere Hechtgummifische, entwickelt zum Süßwasserangeln. Aber am Ende ist es ein Fischimitat und genau das fressen eben auch Salzwasserfische. Und was zum Hechtangeln gut ist, funktioniert im Meer genauso. Ja, mal gucken, was mit der Platzierung ist. Christoph, was denkst du? Hat das gereicht? Schwer zu sagen, ne? Also, wenn man es mit den Ergebnissen der letzten Tage so ein bisschen ins Verhältnis setzt, dann könnte es reichen. Aber ein Fisch kann alles entscheiden. Ne? Und Ja. wir hatten schon mal das Glück, so einen großen zu fangen mit 1,40 im Turnier. Ja. Das kann jedem anderen Team genauso passieren. Von daher ist alles offen. Ja, das Glück war nicht ganz auf unserer Seite, da wir gesehen haben, dass Freddy wie auch Roman jeweils Butt gefangen haben und wir davon ausgehen, dass sie die anderen Arten auch haben, können wir es nicht gewonnen haben. Also von daher Kann nicht mehr. Packt haben wir's. Ich würde sagen, wir haben alle Ziele von heute, die wir uns gesetzt haben, erreicht. Wir haben unseren Job erfüllt und jetzt müssen wir schauen, für welchen Platz es gereicht hat. Ja. I think we reached our goal today. I think we executed our plan Yeah. perfectly. We got the fish that we wanted. We filled the scorecard. We didn't do any stupid decisions. We stuck to the plan. We went for halibut early. Well, we were not lucky. We went out, got the fish we wanted offshore, and then we came back in. And obviously the start with the pollock, that was better than we could have dreamed of. bleibt eigentlich nur zu sagen, vielen lieben Dank an alle, die uns die Daumen gedrückt haben. Vielen Dank an unsere Familien. Wir sind 11 Tage oder 12 Tage von zu Hause weg, um in diesem schönen Turnier, in dieser schönen Gegend hier teilnehmen zu können. Und natürlich vielen Dank an Savage Gear Penn, dass wir hier dabei sein dürfen. Es war ein Erlebnis,
wo wir ewig garantiert dran denken werden, oder? Genau, auf jeden Fall. Also ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß. Es waren ganz tolle Teilnehmer hier. Meine Oma Carla hat immer gesagt, Junge, Kopf hoch, auch wenn der Hals schmutzig ist und nach Regen kommt auch immer wieder Sonnenschein. Heute war halt nicht unser idealer Angeltag. Ich möchte nicht jammern oder sonst irgendwas und ich hoffe, ihr wurdet bei diesem neuen Format YPC Salt gut unterhalten und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Vielleicht hier oder an anderer Stelle. Macht's gut, bis dann. Bye. Ciao. Ich denke, es ist auf jeden Fall der Zeitpunkt, einmal Danke an B1 Bootcenter, Frankie zu sagen, dass er uns hier das Vertrauen geschenkt hat. Ich meine, wir sind kurzfristig eingesprungen, aber ja, trotzdem hier 10 Tage hochfahren zu dürfen und B1 zu vertreten. Hat sehr viel Spaß gemacht und auch mit dir hat es Spaß gemacht, Alter. Genau, Roman. Ja, richtig gute Zeit. War mir eine Freude. Ja, und mal gucken, ob wir gleich den Pott in der Hand halten oder wenigstens was um den Hals hängen haben. Ne? So, jetzt fahren wir mal ein bisschen gemütlich zurück, weil unser Tank, da ist nicht mehr allzu viel drin. Ja, die Anzeige stimmt nicht. Das kann nicht sein. Jung, Also, Abmarsch. Abfahrt. Komm. Bis gleich bei der Ergebnisverkündung, Siegerehrung. Richtig geiler Tag. Wir sind happy. Am Ende die Größe des Halbboots kann man nicht beeinflussen, welcher dann beißt. Ob es für den Sieg gereicht hat. Ich denke, dass ein Team einen größeren gefangen haben wird. Aber wir werden es dann gleich sehen. Wir sind auf jeden Fall stolz mit unserer Leistung. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir konnten euch hier für die Norwegen-Angelei begeistern. Unterschiedliche Techniken gezeigt. Und ja, wir sind auf jeden Fall platt wie eine Flunder oder wie ein Halbboot. Und genau, wir hauen jetzt ab. Und dann sehen wir uns gleich bei der Siegerehrung. Alles andere Sehen wir sehen nachher. wir bei der Siegerehrung. Genau, also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, den Süßwasseranglern hier im Salzwasser zuzuschauen. Ja, uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, glaube ich. Ne? Das war eine coole Erfahrung. Sehr viel Fisch, sehr viel gedrillt. Jetzt gibt's gleich ein Bier. So sieht's aus. Christoph, vielen Dank für alles. Hat Spaß gemacht, mit dir zu angeln. Wie immer. Kann ich nur bestätigen. Die Teams haben sich am Hafen versammelt und warten auf die Ergebnisse. Ob die letzten Fische das Scoreboard nochmal verändert haben, erfahren wir jetzt. Erstmal Gratulation an alle Teams, die ins Finale geschafft habt. Ihr habt alle super geangelt in den Vorrunden. Es war heute zu erwarten, dass wir ein hartes Finale haben wird. Ihr habt auch geliefert und es war entsprechend so. War sehr, sehr spannend alles. Und bevor ich euch jetzt die Ergebnisse sage, möchte ich erst ganz kurz mal einen unserer Hauptsponsoren, Kingfisher Reisen, bedanken. Ich finde, dass die ganze Trip hier war sehr, sehr gut organisiert. Ich war zum ersten Mal hier in dem Camp und ich habe auch von anderen gehört, Teilnehmer, die öftermals in Norwegen waren, dass sie finden, das Camp ist sehr, sehr schön, sehr gut organisiert, super Frühstücks und auch die Boote sind sehr gut zu fahren, sehr gute Boote. Vielen Dank an Kingfisher Reisen erstmal. Ja, kann auch bedanken. Und jetzt kommen wir zu den Ergebnissen von heute. Ihr habt alle, wie gesagt, alle super gefischt. Und heute war es tatsächlich so, dass 3 von 4 Teams haben auch den Full Card erreicht. Damit ist es klar für Team Savage Gear. Leider hat es nicht gereicht heute mit dem Boot. Und damit seid ihr heute Vierter. Wir haben ein Boot gefangen, nur zu klein. Habe ich auch gehört. Tatsächlich, habe ich auch gehört. Damit hatten wir dann noch 3 Teams. Es war wirklich sehr, sehr spannend während des Tages. Irgendwann hat Nays dann doch geführt, weil ihr habt diesen Boot gefangen. So ungefähr mittags hat Nays dann geführt. B1 Bootcenter hat dann richtig Gas gegeben, kam fast drauf auf Nays. Weston hat auch Gas gegeben, muss man sagen. Weston, ihr habt dann tatsächlich irgendwie, glaube ich, so 15:30 Uhr, 16 Uhr, habt ihr denn einen Fisch gefangen, die euch dann in die Führung gebracht hat, auch mit ihrem Boot. War dann sehr, sehr knapp. Am Ende kam kein weiterer Fisch für B1 Bootcenter und damit seid ihr Dritter im Turnier. Gut gefischt, super Leistung. Und ich komme kurz mal zu euch. Dieses Mal kriegen alle 3, also die Top 3, einen Pokal. Gratulation und Medaillen. Siehst du, bist ziemlich groß, oder? Und wir haben auch dieses Mal für die Top 3 auch ein spezielle Bracelets gemacht, die ihr auch bekommt. Ich gebe euch erstmal so und danach können wir die zeigen. Also ganz kurz mal, wie habt ihr heute den Tag erlebt für euch? Wie war euer Gefühl, wenn ihr jetzt reingekommen seid? Sprit alle. Ja, war sehr, sehr gut. Körperlich Ja. als auch. Der Tag ist total nach Plan verlaufen. Wir hatten uns was vorgenommen, das haben wir
voll erfüllt und ja, die anderen haben anscheinend besser gefischt als wir. Nein, also ich denke ehrlich gesagt, es war wirklich sehr, sehr knapp. Ihr habt eine super, super Leistung gebracht. Am Ende, glaube ich, bei euch war The Pollack ein bisschen zu klein. Es waren nur 27 Punkte überhaupt zwischen dritter und erster Platz. Also es war wirklich sehr, sehr knapp. Gut, dann kommen wir zu den letzten zwei. Ich habe tatsächlich gedacht, es wird an den Butt heute liegen, wer das Turnier am Ende gewinnt. Aber tatsächlich hat es an dem Seelachs gelegen und Team Nays hat irgendwie kurz vor Ende einen riesen Seelachs, über 1 Meter, glaube ich. Und die Punkte hatte dann gereicht zum Turniersieg. Also Gratulation Team Nays. Dann komme ich erstmal zu euch. Dankeschön. Jungs, ihr müsst kurz warten auf euer Pokal. First the Western guys, come back to me. You guys also get from Jörg Schlüter. Die sind die Bracelets, von wem die gemacht sind. Die sind, ich glaube, ein schöner Andenken. I mean, you guys must have really thought you must have a chance, right? Well, we thought we had a chance when we got the full card, and we also had quite a good kicker fish there with the Pollack on the first cast in the morning. So that felt well. That was really crazy. An 81 centimeter Pollack, very first fish this morning. I think that must be also the biggest Pollack of the tournament. It was a really, really good Pollack. Second biggest? Second biggest Pollack of the tournament. It was a really good fish to start off with. Then you got your butt. So you had all the chances in the world. You guys fished extremely well. I think there's not really anything you can be, how do you say? Be said about it. Exactly. Wir hatten das Ziel, die Full Card zu bekommen. Und wie groß der Butt dann am Ende ist bis zu einem gewissen Level ja auch einfach Zufall. Und der hatte 88, war zu wenig, alles gut. Und ich meine, der Seelachs war stabil. Wir wussten, unser, glaube ich, 91er Seelachs könnte gerade so ein bisschen zu klein sein. Und ja, habt ihr besser gemacht. Genau so war das. Es war genau 10 Punkte zwischen erster und zweiter Platz. Letztendlich genau dem Seelachs am Ende. So ist es. Congratulations, guys. Okay. Kommen wir zu unseren Champions. Von unserer allerersten YPC Salt. Nicht eine totale Überraschung, sage ich mal. Ihr wart schon einer der Favoriten. Seid ihr immer. Ihr könnt es einfach. Jungs, sehr, sehr gut gefischt. Gratulation. Erste Gefühle jetzt, kurz nach der Kündigung, dass ihr gewonnen habt. Erste Gefühle? Ja, ich denke mal, wir sind beide glücklich, oder? Ja, also ist auch geil. Mich freut, wir haben ja YPC Boat zusammen gewonnen beim letzten Mal. Und mich freut der hier fast noch ein bisschen mehr, weil wir da ja gar keine Ahnung von haben, von dieser Meeresfischerei. Und wir uns einfach reingefuchst haben so in so eine ganz neue Sache. Und das ist geil, wenn man so irgendwie was nicht so beherrscht, aber dann ganz viel lernt in ganz kurzer Zeit, auch neue Erkenntnisse irgendwie sammelt. Barschangeln, Hechtangeln, Zanderangeln, das haben wir schon Millionen Mal gemacht, aber das eben nicht. Deswegen war es für uns halt viel Neues auch, was wir neu lernen mussten, wie wir adaptieren mussten. Haben als Team wieder brutal gut zusammen funktioniert, also echt nochmal vielen Dank, geile Zeit, echt Spaß gemacht. Und heute einen Traumtag gehabt, wir haben so viele große Fische gefangen, 3 Meter Dorsche, 2 Meter Seelachs. 2 Butt, wollten noch einen großen Butt upgraden im Offshore auf den Plateaus, haben sogar noch einen gefangen da, leider nur einen kleineren. Zentimeter mehr als der also vom Strand. Ja. Aber klar, es hat alles funktioniert eigentlich so, wie wir es uns vorgestellt haben oder was wir uns vorgenommen haben. Manche Sachen ein bisschen besser, manche ein bisschen schlechter. Der Butt hätte größer sein sollen. Die Seelachse sind wir mehr als zufrieden und die Dorsche auch. Was würdet ihr sagen, ist der größte Unterschied, sage ich mal, zwischen das klassische Freshwater Fishing, das ihr normalerweise betreibt, und hier draußen in Norwegen? Was fällt auf als der größte Unterschied und was sind die Gemeinsamkeiten oder Ähnlichkeiten? Ich glaube, hier gibt es viel mehr äußere Einflussfaktoren, an die man sich irgendwie gewöhnen muss. Tide, Wind, wann welcher Platz funktioniert, wann welche Fischart frisst. Das ist gefühlt beim Süßwasserangeln alles ein bisschen ausgeglichener. Da kann man mittags einen Barsch fangen, aber auch einen Hecht. Und hier kann man auch einen Seelachs fangen und einen Dorsch mittags. Aber es gibt schon Phasen, wo bestimmte Fischarten deutlich besser zu fangen sind als in anderen Momenten, würde ich sagen. Ja, und Ähnlichkeiten zum Beispiel beim Buttangeln gerade. Das lag uns, glaube ich, ganz gut. Wir haben jetzt jeden Tag immer Butt gefangen, egal wo, Training oder auch im Wettkampf.
den Köder genau auf der richtigen Tiefe laufen haben. Das ist beim Hechtangeln auch. Also man will den Köder genau auf einem Level haben, entweder über Grund oder ein bisschen weiter oben eben und dann konstant den ganzen Wurf immer das Gleiche. Und auch mit Köderfarben und so und Drift und Ankern und Drift mit dem Benzinmotor korrigieren und dann diese ganz kleinen Spots im Spot wirklich über Stunden aushaken. Das ist beim Hechtangeln das Gleiche. Deswegen ist der Butt, glaube ich, das passte gut für uns. Gratulation, Jungs, ihr seid auch verdiente Champions. Gratulation. Also Leute, das war's mit unserer allerersten YPC Salt. Ich hoffe sehr, dass es euch so gefallen hat, so wie unsere Teilnehmer hier. Ich habe auch ziemlich viel Spaß gehabt. Ich durfte mit ein oder anderen hier rausfahren an die Feiertagen, Trainingstagen. Es ist eine wahnsinnige Anglerei. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und hoffentlich bis zum nächsten Jahr. Ciao Leute. Das war der erste YPC Salt. Die YPC Boat Champions Freddy Harbord und Christoph Bara holen sich nach Gold im Süßwasserangeln nun also auch den YPC Salt Gewinnerpokal, die Goldmedaillen und liebevoll angefertigte Armbänder von 7 Seas Style, einer neuen Schmuckmarke für Angelbegeisterte. Westin verpasst den Titel nur knapp und geht mit Silber nach Hause und auch für B1 fehlte zum ganz großen Wurf nicht viel. Für uns als Produktionsteam geht's nun in die Analyse und dafür brauchen wir euer Feedback. Was hat euch gut gefallen? Was nicht so? Hättet ihr euch einen Ufertag gewünscht? Wie hat euch die Bonusfolge zur Fischverwertung gefallen? Würdet ihr eine weitere Staffel YPC Salt wieder in Norwegen drehen oder habt ihr andere Salzwasser-Locations, vielleicht auch mit anderen Zielfischen im Sinn? Vielen lieben Dank an alle Angler und ihre Teams, an alle Sponsoren und natürlich an euch, die Zuschauer, fürs Begleiten der Premierenstaffel. Nächsten Sonntag geht's dann mit der Mutter aller Turnierformate weiter, dem YPC Bank. Alle 4 Gruppen sind extrem stark besetzt. Den Auftakt macht YPC Bank All-Time Leader Toon van Ham, der in Gruppe A unter anderem gegen Veit Wilde, Markus Eule und Ino Taminga antritt. Bis Sonntag um 18 Uhr. Ciao.